Es war ein strahlend sonniger Morgen, als die Glocke der Grundschule St. Johannes läutete und die Kinder auf den Pausenhof strömten. Die Luft war erfüllt von Lachen und aufgeregtem Getuschel, während sie sich in kleinen Grüppchen sammelten. Inmitten dieses Trubels saßen Paul und Anna auf einer alten Holzbank, die schon bessere Tage gesehen hatte. Sie hatten gerade ihre Bücher zur Seite gelegt und schauten nun auf den Rest des Schulhofs. Weißt du, Anna, ich verstehe einfach nicht, warum Frau Weber immer so viel Hausaufgaben aufgibt. Es ist, als ob sie uns keine Freizeit gönnt. Anna: Ja, das stimmt. Gestern saß ich stundenlang an den Matheaufgaben und am Ende habe ich immer noch nicht alles verstanden. Wie soll man das bloß schaffen? Paul nickte ernst. Die Matheaufgaben waren berüchtigt und keiner in der Klasse schien mit ihnen wirklich klarzukommen. Plötzlich kam Lukas, der beste Freund der beiden, angerannt. Sein Gesicht leuchtete vor Aufregung. Lukas: Hey, habt ihr schon gehört? Es gibt Gerüchte, dass wir heute einen Überraschungstest in Deutsch schreiben sollen. Anna stöhnte laut auf und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Nicht schon wieder. Ich habe gestern kaum etwas gelesen. Wenn wir heute wirklich einen Test schreiben, bin ich geliefert. Keine Sorge, vielleicht ist es ja nur ein Gerücht. Weißt du, Lukas hat manchmal eine blühende Fantasie. Lukas schnaubte empört und setzte sich auf die Bank. Hey, ich hab das nicht erfunden. Ich hab's von Max gehört und der hat's direkt von Frau Weber aufgeschnappt, als sie heute Morgen mit Herrn Müller geredet hat. Max? Der Max, der letzten Freitag behauptet hat, der Pausentee sei vergiftet? Lukas lachte und zuckte mit den Schultern. Ja, na gut, vielleicht war das eine Übertreibung, aber ich schwöre, dieses Mal ist es ernst. Die Kinder schwiegen eine Weile und die Unruhe breitete sich aus. Plötzlich öffnete sich die Tür zum Klassenzimmer und Frau Weber trat hinaus. Mit ihrem stets aufrechten Gang und der Brille auf der Nasenspitze wirkte sie, als würde sie jeden Moment die nächste schwere Aufgabe verkünden. Kinder, bitte alle in die Klasse kommen. Es geht weiter. Ein ungläubiges Stöhnen ging durch die Menge, als die Schüler sich langsam Richtung Tür bewegten. Anna warf Paul einen verzweifelten Blick zu. Ich wette, das ist der Test. Was mache ich bloß? Ich hab nichts gelernt. Vielleicht kommt's ja gar nicht so schlimm. Wir wissen doch gar nicht, ob wirklich ein Test kommt. Aber falls ja, na ja, es gibt Schlimmeres als einen Deutschtest. Ja, wie zum Beispiel einen Mathe-Test. Da wäre ich endgültig am Ende. Die drei Freunde gingen nebeneinander ins Klassenzimmer und setzten sich auf ihre Plätze. Es war ungewöhnlich still im Raum, als Frau Weber die Tafel betrat und mit einem ernsten Blick in die Runde schaute. Die Spannung war fast greifbar. Frau Weber: Bevor wir anfangen, möchte ich euch etwas sagen. Ich weiß, dass ihr alle hart arbeitet und ich sehe, wie sehr ihr euch bemüht. Aber manchmal müssen wir uns selbst testen, um zu sehen, wo wir stehen. Die Schüler hielten den Atem an. Paul spürte, wie sich seine Handflächen zu schwitzen begannen. Anna schielte nervös zu ihrem Heft, als ob sie hoffen würde, dass sich die Antworten dort von selbst zeigen würden. Deshalb habe ich beschlossen, dass wir heute keinen Test schreiben. Ein kollektives Aufatmen ging durch die Klasse. Lukas drehte sich triumphierend zu Paul um. Was habe ich gesagt? Kein Test! Aber, fuhr sie fort, und die Erleichterung im Raum verflog augenblicklich, wir werden heute ein kleines Quiz machen. Nur um zu sehen, wie gut ihr auf die kommenden Aufgaben vorbereitet seid. Die Klasse seufzte erneut, aber es war ein leises, gemischtes Seufzen, eine Mischung aus Erleichterung und Frustration. Ein Quiz klang nicht ganz so schlimm wie ein Test, aber dennoch wusste niemand, was sie erwarten würde. Na toll, ein Quiz. Ich wette, das ist genauso schlimm.
Vielleicht, aber wenigstens gibt es dafür keine Noten. Hoffentlich sind es nur ein paar Fragen. Ich kann mir nicht mal mehr die Namen der Charaktere aus dem Deutschbuch merken. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal wirklich ein bisschen früher anfangen zu lernen, anstatt immer nur am Tag davor. Du hast recht, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Netflix, Spiele, alles ist interessanter als Deutsch. Sag das nicht zu laut, sonst denkt Frau Weber noch, wir nehmen sie nicht ernst. Frau Weber begann das Quiz zu verteilen und die Schüler schrieben fleißig ihre Antworten auf. Das Quiz war, wie erwartet, nicht allzu schwer, aber es forderte dennoch einige Denkarbeit. Als sie schließlich die letzte Frage beantworteten, legte Paul seinen Stift nieder und seufzte erleichtert. Geschafft, und es war gar nicht so schlimm. Stimmt, eigentlich hätte ich mir gar nicht so viele Sorgen machen müssen. Ich sag's doch, wir übertreiben immer. Am Ende ist alles halb so wild. Als die Schulglocke das Ende des Tages verkündete, packten die Kinder ihre Sachen zusammen und verließen das Klassenzimmer. Sie traten hinaus in die Nachmittagssonne, die warm auf ihre Gesichter schien. Ein neuer Tag in der Schule war geschafft. Und obwohl sie viel gelernt hatten, wussten sie, dass morgen wieder neue Herausforderungen auf sie warteten. Aber zumindest heute konnten sie sich auf dem Weg nach Hause entspannen und darüber lachen, wie sie sich wegen eines kleinen Quiz so viele Sorgen gemacht hatten.